Ich möchte eine Anzeige machen. Ich bin vergewaltigt worden. Das, was uns verbindet, ist viel stärker als das, was uns trennt. Ich liebe dich. Du hast so sehr um unsere Liebe gekämpft. Gib jetzt nicht auf. Bitte nicht. Das war so nicht geplant. Ich muss gehen. Sofort. Wenn es wegen Julia ist... Also das war ja eine schöne Vorstellung, aber hast du begriffen, warum die sich alle ausgezogen haben? Ich glaube, das sollte ihre Ohnmacht zum Ausdruck bringen, weil sie dem spätkapitalistischen Menschenbild neoliberaler Ausprägung nichts entgegensetzen konnten. Oh Gott, so habe ich das gar nicht gesehen. Habe ich im Programmheft gelesen. Das ist er. Sebastian, am liebsten wäre mir, ich hätte den ganzen Prozess schon hinter mir. Marlene, du bist gut vorbereitet und vor allem, du bist im Recht. Ja, ist aber ein verdammt komisches Gefühl, im Recht zu sein und trotzdem nichts beweisen zu können. Ich fürchte, Marlene leidet unter einer Art Realitätsverlust. Meine Anwältin sagt, das kommt bei Prominenten gar nicht so selten vor. Wie können Sie es wagen? Sie haben Marlene brutal vergewaltigt. Dafür wird man Sie zur Rechenschaft ziehen. Vorsicht! Haben Sie irgendwelche Beweise? Ich habe doch alles verbrannt. Das Kleid, das ich getragen habe, die Fotos, die Dana von mir gemacht hat. Ja Gott, wie kann man nur so blöd sein? Es gibt immer noch deine Aussage. Ja, ich weiß. Aber Alexander wird mit seinen Lügen sowieso alles in den Dreck ziehen. Ich sage das nur sehr ungern in Anwesenheit einer Dame, aber manche Frauen wollen es so. Und Marlene ist eine davon. Du musst morgen vor allem glaubwürdig sein und das Gericht vom Gegenteil überzeugen. Eine andere Chance haben wir leider nicht. Das habe ich so vermisst. Ich auch. Dann gehen wir jetzt nach Hause und sagen es dem Mädchen. Oder wir gehen nach Hause und hoffen, dass keines der Mädchen da ist. Auch gut. Oh, ich muss noch den Rechner runterfahren. Okay. Höchste Zeit. Was? Ja, das finde ich auch. Höchste Zeit. So, drücken. Und wie war's? Was? Ja, die Wohnungsbesichtigung. Diese Nico wollte dir auch die Bude zeigen. Die Bude trifft's ziemlich gut. Und? Hast du sie genommen? Nein, das war nicht das Richtige. Was trinkst du da? Ist es dieses Bier, was die hier haben? Alt? Ja, ist gar nicht so übel. Dann probiere ich auch mal eins. Leonie und ich, wir wollen uns morgen übrigens ein paar Schulen angucken. Warte mal, ich glaube, die junge Dame braucht da ein bisschen Hilfe. Hi.
Das hier hast du vergessen. Danke. Ich kann das übrigens gut verstehen, Was genau meinst du? dass du nicht über Julia reden kannst. Und das musst du auch nicht. Entschuldige bitte, dass ich einfach so abgehauen bin. Schon okay. Ich hoffe nur, dass das jetzt nicht irgendwie zwischen uns steht. Vielleicht sollten wir uns einfach aus dem Weg gehen. Das fände ich aber schade. Ich finde dich nämlich ziemlich nett. Wir haben einmal miteinander geschlafen. Und dabei wird's auch bleiben. Am besten, wir vergessen das einfach. Ich will dein Mitleid nicht. Und ich kann dir auch nicht helfen, dein Leben wieder auf die Reihe zu kriegen. Also lass mich einfach in Ruhe, ja? Hier steckst du. Wir haben dich beim Abendessen vermisst. Ich wollte die ganzen Unterlagen für morgen noch mal durchgehen. Ich denke, es wird helfen, dass die öffentliche Meinung so positiv ist. Ich weiß, der Richter wird sich davon nicht beeinflussen lassen. Aber es sorgt gleich für eine ganz andere Stimmung und vor allem gibt es Marlene Selbstvertrauen. Das wird sie auch dringend brauchen. Ihre Aussage ist nämlich das Einzige, was wir haben. Ist irgendwas passiert? Eigentlich nicht. Außer, dass ich bis zuletzt gehofft hatte, noch irgendetwas zu finden, was ich gegen Alexander verwenden kann. Irgendetwas muss es doch geben. Irgendeinen dunklen Fleck in seiner Vergangenheit oder eine Ex-Freundin, die schlechte Erfahrungen mit ihm gemacht hat. Und zu allem Unglück hat er jetzt noch einen richtigen Coup gelandet. Mit seiner Verteidigerin. Verteidigerin? Dass er jetzt von einer Frau vertreten wird, steigert seine Glaubwürdigkeit enorm. Und sie ist gut, die Kollegin. Das heißt, unsere Chancen sind schlechter geworden. Unsere Chancen stehen genauso gut wie vorher. Nur, dass das leider nicht so viel heißt. Sebastian, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Alexander verurteilt wird? Mit Wahrscheinlichkeiten hat das überhaupt nichts zu tun. Wie ist die Statistik? %. Bei Vergewaltigungsdelikten wird der Angeklagte in 13% der Fälle verurteilt. 13. Ja, das hat mir die Frau von der Beratungsstelle auch gesagt. Das bedeutet überhaupt nichts. Das sind doch bloß Zahlen, Marlene. Marlene, jeder Fall ist anders. Und du hast den besten Anwalt der Stadt. Hm? Sag mal, Papa, was ist denn das eigentlich für eine Nummer? Du guckst dir die Wohnung von Nico an und landest direkt mit ihr in der Kiste? Das ist schon ein bisschen krass, oder? Ich kann dir das erklären. Du, lass mal. Es gibt so ein paar Sachen, die möchte ich überhaupt gar nicht wissen. Du weißt genau, wie sehr ich deine Mutter geliebt habe. Blödsinn. Ich liebe sie immer noch. Und es klingt absurd, aber vielleicht ist genau das der Grund, weshalb... Ich weiß doch auch nicht, was los ist. Naja, vielleicht gibt's wirklich keinen Grund mehr, weshalb du Mama treu sein solltest. Ja? Das war ein Ausrutscher. Ein einmaliger Ausrutscher. Das hast du dieser Nico auch ziemlich deutlich gemacht, ha? Papa, eigentlich geht's mich ja nichts an, aber ich könnte schon verstehen, wenn Nico mit dir nichts mehr zu tun haben möchte. Du warst ziemlich ätzend. Geh ins Bett, ich bin müde. Gute Nacht. Was ist das jetzt? Na, wahrscheinlich hat unten jemand den Fahrstuhl gerufen. Wie können die nur? Frau Wolf, Herr Wolf, Guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend. Bis eben war das noch. Ach, Frau Wolf, ich habe die Unterlagen für Rotersbach irgendwo liegen lassen. Haben Sie die zufällig gesehen? Nein, die habe ich nicht gesehen. Natürlich. Wahrscheinlich hatten Sie auch anderes im Kopf. Sie stören. Merken Sie das nicht? Ja, dann wünsche ich noch einen schönen Abend. Ach, übrigens, den Aufzug bräuchte ich gleich wieder. Aber das sollte ja mehr als ausreichend sein. Ach, und Frau Wolf, denken Sie doch bitte über mein Angebot nach, ja?
Was für ein Angebot? Persönliche Referentin? Was soll denn das eigentlich sein? Ein persönlicher Referent nimmt an geschäftlichen Meetings teil, organisiert Termine, recherchiert und schreibt Reden. Aha. Und dann fragt er ausgerechnet dich? Trinkst du einen Wein mit mir? Gerne. Das macht er doch nur, um mir eins auszuwischen. So wie die Sache mit dem Forsthaus. Oh. Was hat denn das jetzt damit zu tun? Na ja, ist doch klar. Erst will er, dass meine Tochter seinen Namen annimmt. Dann macht er meine Frau zu seiner persönlichen Referentin. Er will, dass unsere Familie auseinanderbricht, um uns dann Kim wegzunehmen. Ich glaube nicht, dass er mir deshalb so einen wichtigen Posten anbietet. Warum denn dann? Du hast doch sowas noch nie gemacht. Anscheinend hat ihm die Rede gefallen, die ich für ihn geschrieben habe. Du hast was? Ja, ich sollte jemanden für ihn suchen, der kurzfristig eine Rede schreibt, um die Mitarbeiter der Bank zu motivieren. Und da ich niemanden gefunden habe, habe ich sie eben selbst geschrieben. Ja, und die Rede kann gar nicht so schlecht gewesen sein, denn ich habe gehört, dass die Bankleute zum Schluss alle ausgiebig geklatscht haben. Das freut mich. Ich bin sicher, dass deine Rede sensationell war. Andere Leute überzeugen, das konntest du immer schon gut. Deswegen hast du mich auch immer umgekriegt. Wenn es so ist, dann solltest du Ansgars Angebot annehmen. Ich habe mich schon entschieden. Ich sag ihm ab. Warum das denn? Ansgar kann als Chef ziemlich unangenehm sein. Und ich möchte nicht so eng mit ihm zusammenarbeiten. Außerdem habe ich auch keine Lust, seine schlechte Laune ständig abzukriegen. Bist du dir sicher? Ich bin mir ganz sicher. Und jetzt lass uns über was anderes reden. Ich habe eine Idee, wie wir die Zeit sinnvoller nutzen können. Ja? Ich auch. Ich möchte mich bei dir entschuldigen. Okay. War vorhin ziemlich ätzend. Ich glaube, ich komme nicht damit klar, dass ich meine Frau betrogen habe. Aber ich kann meine Frau gar nicht betrügen, weil wir uns gerade getrennt haben. Und trotzdem habe ich ein schlechtes Gewissen und das zieht mich runter. Und dann ärgere ich mich über mich selbst. Und das macht alles überhaupt keinen Sinn, was ich hier rede, oder? Doch. Doch, das tut es. Mir ging es mit Philipp doch genauso. Und natürlich kann ich mich im Moment noch nicht wirklich auf jemand Neues einlassen. Deshalb sollten wir uns auch zu nichts verpflichtet fühlen. Das heißt, wir fangen noch mal von vorne an? Klingt gut. Wie wär's mit einem Frühstück im Schneiders? Klingt sehr gut. Ich muss morgen um 11:30 in der Klinik zu einem Vorstellungsgespräch sein. Sagen wir 10? 10 Uhr. Alleinstehende Damen zu vermieten. Kleines Babysitten erwünscht. Nur an deutsche Staatsbürger. Ihr habt sie doch nicht mehr alle. Ciao. Danke. Lieber Ricardo, ich weiß, dass ich dich furchtbar verletzt habe. Und das ist das Letzte, was ich wollte. Auch wenn es dir schwer fällt, mir das jetzt noch zu glauben. Ich habe dich geliebt. Und ich werde immer dankbar sein für die Zeit, die wir zusammen verbracht haben. Du warst und bist ein wundervoller Vater für Timo. Ich hoffe, dass du mir irgendwann verzeihen kannst und dass wir uns alle als Freunde wieder begegnen können. Ich wünsche dir, dass du glücklich wirst und dass du jemanden kennenlernst, der dich so liebt, wie du es verdienst. Deine Julia. Es tut mir leid, aber wir schließen jetzt. Was bin ich Ihnen schuldig? 4 Euro. Stimmt so. Danke. Wo kann man denn jetzt noch hingehen? Und was haben Sie denn gedacht? Eine Bar oder ein Club? Ist mir völlig egal. Hauptsache ist was los. Danke. Gern geschehen. Was ist denn mit euch los?
Warum seid ihr eigentlich noch nicht angezogen? Wir haben den Wecker nicht gehört. Wie? Den Wecker nicht gehört. Naja, habt ihr... Also, seid ihr wieder... Euer Vater hat mich gestern sehr glücklich gemacht. Oh, bitte, keine epischen Details. Hey. Thomas hat mich gefragt, ob wir noch mal von vorne anfangen. Oh, das freut mich, das freut mich, das freut mich, das freut mich. Mich freut's auch. Was ist denn hier los? Mama und Papa haben sich wieder versöhnt. Das ist ja... Also, endlich. Was ist passiert? Ja, was ist passiert? Eure Mutter hat mir die Scheidungsunterlagen auf den Tisch geknallt. Oh, wie romantisch. Und da wurde mir klar, dass ich ohne sie nicht mehr leben kann. Und du? Hast du gut geschlafen? Naja, nee, eigentlich gar nicht. War mir zu laut? Ich habe was zu essen gemacht. Rührei, möchtest du? Danke, ich glaube, ich trinke nur eine Tasse Kaffee. Du, ich muss doch gleich noch mal los. Aber ich werde pünktlich zur Gerichtsverhandlung wieder da sein, ja? Okay. Wer ist der Kerl, der dich versetzt? Ich erteile ihm Hausverbot. Wie denn, wenn er nicht kommt? Ja, auch wieder wahr. Lass mich raten. Ein ziemlich gut aussehender spanischer Arzt? Mir ist gestern schon aufgefallen, dass ihr euch gut versteht. Ich hatte ja mit Ricardo die eine oder andere Meinungsverschiedenheit auf Mallorca, aber das war eigentlich immer Clarissas Schuld. Wie so vieles. Er hat es gerade nicht leicht. Nein, sein ganzes Leben ist auf den Kopf gestellt. Eigentlich ist ihm nur noch Timo geblieben. Die beiden stehen sich sehr nah, oder? Ja, er würde alles für den Jungen tun. Er ist ein fantastischer Vater. Und Julia hat er vergöttert. Weißt du, Ricardo ist ein richtiger Südländer. Leidenschaftlich, ein Hitzkopf manchmal. Dazu sieht er blendend aus und er hat einen unglaublichen Charme. Und dann dieses Auftreten wie ein Gentleman. Entschuldigung. Ups. Na, Ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich anziehen soll. zieh das an, worin du dich am wohlsten fühlst. Papa, so einfach ist es gar nicht. Weißt du, wenn ich in Jeans und Schlabberpulli komme, dann denken die doch, ich mache eine Show. So von wegen, ich fühle mich gar nicht mehr wirklich als Frau. Was ist das denn für ein Unsinn? Und weißt du, wenn ich mich zu schick mache, dann bestätige ich doch nur das, was sowieso schon alle von mir denken. Dass ich eine oberflächliche Tussi vom Theater bin, die einfach nur um jeden Preis Aufmerksamkeit erreichen will. Hä? Niemand denkt sowas von dir. Und wenn jemand sowas sagt, dann kriegt das mit mir zu tun. Mit dem Make-up ist es doch das Gleiche. Weißt du, wenn ich mich gar nicht schminke, dann denken alle, ich will absichtlich schlecht aussehen. Wenn ich mich aber zu viel schminke, dann denken die sieht ja aus wie immer und die will vergewaltigt worden sein. Ja, dann schmink dich halt ein bisschen. Weißt du, wenn das Kleid zu tief ausgeschnitten ist, dann wird die gegnerische Seite sicher versuchen, mich als Schlampe darzustellen. Wenn ich aber hochgeschlossen komme, dann machen die mir daraus auch einen Strick, weil die ja genau wissen, dass ich sonst ganz anders rumlaufe. Du kannst anziehen, was du willst. Das ist dein gutes Recht. Und das hat überhaupt nichts mit dem zu tun, was dir passiert ist. Und die Haare? Offen oder doch hochgesteckt? Und ganz dezenten Schmuck oder gar keinen? Und die Schuhe? Flach oder hochhackig? Seit wann besitzt du flache Schuhe? Naja, je höher der Absatz, desto schamloser die Frau, die sie trägt, ist doch klar. Ach. Aber flache Schuhe? Also, ich weiß nicht. Mir gefällst du immer sehr gut. Egal, was du anhast. Das ist wirklich süß, Papa. Vielen Dank. Aber weißt du, damit hilfst du mir gerade gar nicht weiter. Vielleicht bin ich ein schlechter Ratgeber. Aber hier, was ist denn mit dem Kleid? Das sieht doch immer schön aus, wenn du das anhast. Ich kann dir vielleicht nicht weiterhelfen. Soll ich Mama Bescheid sagen? Nee, das ist gut. Ja? Ja, danke, Papa. Gern geschehen. Und dann war ich in dieser Bar und da war eine Stimmung. Weißt du, so genau will ich das gar nicht. Und der Typ neben mir am Tresen meinte, dass er mich liebt wie ein Bruder. Und da ist mir schlecht geworden. Weil Geschwisterliebe ist gerade nicht so mein Ding. Ja. Aber du und ich, wir sind keine Geschwister. Und deswegen können wir, du weißt schon, so oft wir wollen. Weißt du, darüber sollten wir wirklich nicht hier sprechen. Ich möchte Sie bitten, jetzt etwas leise zu sein. Ja, ja, wir sind jetzt ganz brav.
Sollen wir vielleicht woanders hingehen? Ja. Ich war vorhin in so einem Imbiss. Weißt du, was ein Herrengedeck ist? Ja, ich weiß, was ein Herrengedeck ist. Sollen wir da hingehen und uns eins holen, bevor ich ins Krankenhaus? Nein, und deinen Termin im Krankenhaus möchtest du ganz sicher so nicht wahrnehmen. Heißt das, du hast anderes mit mir vor? Ja, allerdings. Ist das Porträt? Und wie geht's ihr? Ich glaube, sie hat überhaupt keine Hoffnung mehr. Die Chancen stehen ja auch schlecht. Das haben wir von Anfang an gewusst, aber wir haben es alle verdrängt. Nicht nur Marlene, nein, wir alle. Ich weiß nicht, wie sie damit klarkommt, wenn dieser Typ nicht verurteilt wird. Übrigens habe ich noch mal nachgedacht. Du solltest das Angebot von Ansgar von Lahnstein wahrnehmen. Dann könnten wir uns übrigens auch mal eine neue Spülmaschine kaufen. Aber ich habe dir doch gesagt, dass ich das nicht will. Du hast deine Karriere schon so oft für mich an den Nagel gehängt. Ich verstehe, wenn du ein Problem damit hast, dass ich so eng mit Ansgar von Lahnstein zusammenarbeite. Ich habe kein Problem damit. Also gut. Ich habe ein Problem damit. Aber nicht, weil ich dir nicht vertraue, sondern weil dieser Kerl alles daran setzt, mit uns Kim wegzunehmen. Aber das wird er nicht schaffen. Oh doch, das wird er versuchen. Und zwar mit unfairen Mitteln. Ja, das siehst du. Deswegen ist es besser, wenn ich so wenig wie möglich mit ihm zu tun habe. Wenn wir zwei es noch mal miteinander versuchen wollen, dann wird das nur was, wenn wir nicht wieder die gleichen Fehler machen. Verdammt noch mal, was willst du eigentlich? Es wird dir sowieso niemand glauben, weil es keine Beweise gibt. Verstehst du? Es gibt keine Beweise. Keine Beweise. Danke. Sehr gerne. Marlene, ich war gerade auf dem Weg nach Hause, um dich abzuholen. Aber ja, dann habe ich dich gesehen. Soll ich dich mitnehmen? Danke, ich bin noch verabredet. Ich komme dann später nach. Ich kann auch warten. Ich muss das alleine durchziehen. Marlene, was soll das? Hast du dir eine Waffe besorgt oder sowas? Mach jetzt keine Dummheiten. Ich will mich doch nur mit ihm unterhalten. Unterhalten? Marlene, was hast du vor? Lass mich los! Oh, du tust mir weh! Ich mach ihn fertig. Gut, dann bleib ich hier. Nein, das ist lieb von dir. Aber ich muss das wirklich alleine durchziehen, sonst funktioniert es nicht. Auf gar keinen Fall. Ich kann dich doch nicht mit diesem Typen alleine lassen. Ich bin doch hier gar nicht alleine. Bitte, Dana, du musst mich das alleine durchziehen lassen. Ich habe mir alles ganz genau überlegt. Also gut. Aber sei vorsichtig, ja? Bleibst du dabei, dass Tristan und ich dich später abholen? Ja, bis später. Hallo. Danke, dass du gekommen bist. Du wolltest mit mir reden? Ja. Am besten setzen wir uns da hinten hin. Und? Wie geht es dir? Ist es schon soweit? Nein, wir haben noch Zeit. Aber ich wollte noch mal schnell in die Firma. Wieso denn? Du hast doch frei. Ja, ich weiß. Ich wollte kurz was mit Herrn von Lahnstein besprechen. Mit Ansgar? Genau. Was denn? Er hat mir einen Job angeboten und ich wollte ihm sagen, dass ich kein Interesse habe. Was denn für ein Job? Also, du bist so neugierig. Seine persönliche Referentin hat er mir angeboten. Und warum willst du das nicht annehmen? Weil ich denke, dass es besser ist, wenn ich nicht so eng mit Ansgar zusammenarbeite. Für wen? Na, für uns alle. Also ich habe wirklich kein Problem damit. Papa? Nein. Ich will es selbst nicht. Das ist alles. Ja, ich dachte, ihr wollt noch mal ganz von vorne anfangen und dass ihr euch vertraut. Ja, das tun wir auch. Also irgendwie klingt es nicht nach einem Neuanfang.
Ich weiß, dass du gerade eine schwierige Zeit durchmachst. Und das tut mir auch wirklich leid, Was genau tut dir denn leid? wie das mit uns gelaufen ist. Wie ist das denn gelaufen? Naja, es hatte alles so schön angefangen. Wir haben uns gut verstanden. Wir hatten einen schönen Abend miteinander. Und dann ist es anders gelaufen als geplant. Wie meinst du das? Ich hätte mir natürlich schon gewünscht, dass du es im Nachhinein nicht bereust, mit mir geschlafen zu haben. Schließlich hatten wir eine wunderschöne Nacht zusammen. Wunderschöne Nacht. Du hast wohl im Nachhinein ein schlechtes Gewissen bekommen, weil du in Tristan verliebt bist. Du hattest Angst, du hättest alles kaputt gemacht zwischen Tristan und dir. Und daran wolltest du nicht schuld sein. Ich kann das sogar irgendwie verstehen. Du hast gehofft, du könntest es ungeschehen machen. Und deshalb hast du dir diese Geschichte ausgedacht. Das Problem ist nur, dass du mich damit reingezogen hast. Wenn deine Unterstellungen die Runde machen, dann bin ich ruiniert. Dann kann ich meine Karriere vergessen. Du verstehst doch, dass ich mich da wehren muss. Aber noch ist es nicht zu spät. Du kannst noch alles wieder gut machen, wenn du vor Gericht die Wahrheit sagst. Marlene, ich weiß, dass du kein schlechter Mensch bist. Du willst das doch eigentlich auch nicht. Vielleicht glaubst du ja mittlerweile selbst an deine Geschichte. Aber ich bin mir sicher, tief drin weißt du ganz genau, was wahr ist und was gelogen. Ja, mach ich. Grüßt du ihn zurück, Mama? Alles klar, gut, bis dann. Tschüssi. Naja, sie klang doch ganz glücklich. Mal abgesehen davon, dass sie dich wahnsinnig vermisst. Hallo, ihr zwei. Hallo. Was macht ihr denn für Gesichter? Wir haben gerade mit Julia telefoniert. Und? Ja, ihr und Jan geht es gut. Erstmal wollen sie auf Lanzarote bleiben. Ansonsten gibt es noch keine Pläne. Sie hat Ricardo eine Mail geschrieben. Ich frage mich, ob er die überhaupt schon gelesen hat. Wann ist denn heute Morgen eigentlich los? Ja, ich habe ihn noch nicht gesehen. Hat er nicht bei euch im Zimmer geschlafen? Ach, ich dachte, der ist bei dir. Also bevor ihr mich fragt, bei mir hat er nicht geschlafen, aber ich habe ihn vorhin im Schneiders getroffen mit Nico. Na ja, dann hat er sich hoffentlich entschuldigt. Entschuldigt? Was ist denn passiert? Naja, ich hab da so ein Gespräch mitgekriegt. Die beiden haben... Streit? Nee, das andere. Sex? Ja. So, ich muss jetzt los. Ich habe mich mit Leonie verabredet. Wir wollen uns ein paar Schulen angucken. Vielleicht gibt es ja auch eine mit anti-autoritärer Erziehung. Oh, ich fürchte, dafür ist es zu spät. Um den Jungen musst du dir keine Sorgen machen. Ich mache mir im Moment auch eher Sorgen um Ricardo. Der war vorhin sturzbetrunken. Ich weiß nicht, ob das im Moment das Richtige für Nico ist. Naja, vielleicht suchen sie halt aneinander. Und wenn sie sich gegenseitig runterziehen? Die beiden haben gerade ihre große Liebe verloren. Wer von uns könnte schon sagen, was in einer solchen Situation richtig ist und was falsch? Los, ab unter die Dusche. Ja, okay. Zieh die Schuhe aus. Okay. Aber nur, wenn du mitkommst. Ja, ein andermal vielleicht. Bist du bescheuert? Das ist eiskalt. Ja, aber es hilft, den Kopf frei zu kriegen. Und wenn ich das gar nicht will? Irgendwann musst du den Tatsachen ins Auge sehen. Ich weiß, dass das nicht einfach ist, glaub mir. Aber je länger du das vor dir herschiebst, desto härter wird es. Vielleicht glaubst du ja mittlerweile selbst an deine Geschichte. Aber ich bin mir sicher, tief drin weißt du ganz genau, was wahr ist und was gelogen.
Alexander alleine gelassen? Bist du wahnsinnig? Zuerst wollte ich sie auch gar nicht gehen lassen, aber sie war auf einmal so stark. Was soll das denn jetzt heißen? Ich hatte das Gefühl, sie hat einen Plan. Sie hat gesagt, sie will ihn fertig machen und sie wirkte so entschlossen. Mann, wo ist dieser verdammte Schlüssel? Wenn sie einen Plan hat, dann soll sie das mit ihrem Anwalt besprechen oder mit mir. Und was für ein Plan soll das überhaupt sein? Ich habe keine Ahnung. Marlene? Ich hoffe, sie hat nicht die Nerven verloren und ist auf Alexander losgegangen. Das ist das Letzte, was wir jetzt tun können. Ich hatte nicht das Gefühl, dass sie die Nerven verlieren würde. Marlene? 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 Ich könnte mir vorstellen, dass Ihr Mann nicht sonderlich begeistert war, als er von meinem Angebot erfahren hat. Wie kommen Sie darauf? Die Vorstellung, dass wir beide jetzt so eng zusammenarbeiten, das hat ihm doch vielleicht nicht so gefallen. Ganz im Gegenteil. Mein Mann hat mich dazu überredet, diese Stelle anzunehmen. Ich wollte allerdings nicht mehr Zeit als unbedingt notwendig mit Ihnen verbringen. Sie nehmen mir kein Blatt vor den Mund. Das gefällt mir. Es freut mich. Mir gefällt allerdings eine Sache noch nicht ganz. Und zwar mein Gehalt. Für eine Berufsanfängerin scheint mir das durchaus angemessen. Wie machen Sie Witze? Ich bin seit etlichen Jahren in diesem Beruf. Und außerdem mit allen Strukturen und Abläufen dieser Firma vertraut. Ja, das ist gut möglich, aber Sie haben noch nicht als Referentin hier gearbeitet. Waren Sie jetzt mit meiner Rede zufrieden oder nicht? Ja, so schön. Zufrieden? Zufrieden. Da ist sie. Sieht so aus, als hätte sie unterschrieben. Ja, sieht so aus. Ich habe deinen Termin im Krankenhaus verschoben. Danke. War das sein Bademantel? Ja, Da komme ich ziehen aus. du versuchst es immer wieder, oder? So war das nicht gemeint. Ich weiß. Nein, lass ihn an. Die Alternative wäre etwas von mir. Ich glaube, das sähe nicht so gut aus. Ich muss mich schon wieder bei dir entschuldigen. Mein Auftritt im Restaurant war wohl mehr als peinlich. Ich würde sagen, er war bühnenreif. Rührei und Speck? Klingt großartig. Setz dich doch. Ein bisschen beneide ich dich um deine große Reise. Ich freue mich auch schon. Ich hätte nur nicht gedacht, dass ich sie alleine mache. Du wirst sie nicht alleine machen. Dein Mann ist immer bei dir. Darf ich sagen, dass ich schade finde, dass du gehst? Ich bin zwar erst seit 2 Tagen hier und trotzdem habe ich das Gefühl, als würden wir uns schon eine Ewigkeit kennen. Ich komme wieder. Das hoffe ich. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe einen riesengroßen Fehler gemacht. Marlene, was ist passiert? Hat Alexander dir was getan? Hat er dich bedroht? Ich hätte niemals anzeigen dürfen. Hallo, danke. Hallo Hagen. Ich nehme an, wir sehen uns gleich vor Gericht. Worauf du Gift nehmen kannst. Ja, ich hätte mir gewünscht, dass wir uns alle unter erfreulicheren Umständen wiedersehen. Dann hättest du deine dreckigen Finger von Marlene lassen sollen. Ja, so wie es aussieht, wäre das wohl das Beste gewesen. Sebastian wird dich sowas von auseinandernehmen. Wohl kaum. Im Gegensatz zu Marlene bin ich nämlich äußerst glaubwürdig. Du wirst für das, was du ihr angetan hast, bezahlen. Ich habe ihr nur das gegeben, was sie wollte. Nur zu. Erst Tristan, jetzt du. Meine Anwältin wartet schon darauf, nur die nächste Klage einzureichen. Ist das nicht toll? Ich werde von euch so viel Schmerzensgeld bekommen, dass ich nie wieder arbeiten muss. Du wirst in den Knast gehen. Und da werden sie dich fertig machen. Und wenn du entlassen wirst, wird niemand mehr was mit dir zu tun haben wollen.
Weil du ein erbärmlicher Vergewaltiger bist. Du wirst keine Freunde mehr haben, keinen Job. Die Frauen werden einen großen Bogen um dich machen. Jeden Tag wirst du zu spüren bekommen, was du Marlene angetan hast. Ja, vielleicht wirst du wirklich nur zu ein paar Jahren verurteilt. Aber erledigt bist du trotzdem, und zwar lebenslänglich. Dafür werden wir sorgen. Es war richtig, dass du Anzeige erstattet hast. Das, was dieses Schwein dir angetan hat, das ist ein Verbrechen. Du darfst jetzt nicht aufgeben. Du musst dich weiter wehren, damit es endlich vorbei ist. Es ist doch schon längst vorbei. Was? Was redest du denn da? Ich werde die Klage zurückziehen. Es steht Aussage gegen Aussage und kein Mensch wird mir glauben. Das darfst du doch niemals denken. Versteht ihr das denn nicht? Alles, was Alexander sagt, ergibt einen Sinn. Selbst ich würde ihm glauben. To